Willkommen zurück. Dies ist die letzte Folge der ersten Phase der iTrain-Signalserie, in der wir uns mit virtuellen Signalen in der iTrain-Software beschäftigt haben, bevor wir in Phase 2 zu echten Modelleisenbahnsignalen übergehen. In dieser Folge behandeln wir Mehrzwecksignale und bieten klare Erklärungen für Anfänger sowie tiefere Einblicke für diejenigen, die mehr wissen möchten. Bevor wir einsteigen, hier noch einmal die wichtigsten Begriffe, die Ihnen begegnen werden. In iTrain hat jeder Block zwei Richtungen. Nächste, durchgehender Pfeil, und vorherige, gestrichelter Pfeil. Wenn Sie nächste von links nach rechts bewegen, ist diese Seite der Anfang und die andere Seite das Ende. Bei vorherige sind die Rollen vertauscht. Es ist wichtig zu verstehen, welche Seite des Blocks der Anfang und welche das Ende ist, wenn Sie Signale platzieren. Freie Fahrt und ermäßigt beziehen sich auf den Geschwindigkeitszustand einer Weiche. Freie Fahrt bedeutet, dass ein Zug mit voller Streckengeschwindigkeit über die Weiche fahren kann, was normalerweise mit einer geraden, nicht abzweigenden Strecke verbunden ist. Ermäßigt bedeutet, dass eine bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, typischerweise wenn die Strecke gekrümmt ist oder an einem Abzweig, wo sich die Hauptstrecke teilt. Einzwecksignale, hier blau schattiert dargestellt, sind Vorrichtungen, die nur eine Funktion erfüllen, zum Beispiel ausschließlich als Haupt-, Vor- oder Rangiersignal. Ein Mehrzwecksignal ist ein vielseitiges Gerät, das Haupt-, Vor- und Rangierfunktionen erfüllt, im Gegensatz zu Einzwecksignalen, die nur einem Zweck dienen. Dieses Signal ist beispielsweise ein Mehrzwecksignal, da es sowohl eine Haupt- als auch eine Vorsignalfunktion hat. Dies ist ein Sonderfall, bei dem es sich um zwei Einzwecksignale handelt, von denen eines die Hauptsignalfunktion und das andere nur die Vorsignalfunktion übernimmt, die jedoch beide an einem Mast angebracht sind. Die britischen Signale sind alle Mehrzwecksignale, da sie jeweils sowohl die Haupt- als auch die Vorsignalfunktion übernehmen. Regionale Signalsysteme sind in der Regel entweder geschwindigkeits- oder streckenbasiert, wobei einige beide Ansätze kombinieren. Geschwindigkeitsbasierte Signale, die in Kontinentaleuropa üblich sind, zeigen nur Geschwindigkeitsinformationen an. In iTrain verwenden geschwindigkeitsbasierte Signale Weichengeschwindigkeitszustände, um die verschiedenen Hauptsignalaspekte auszulösen. Streckenbasierte Signale reagieren nur auf Streckenänderungen und sollten per Definition nicht auf ermäßigte oder freie Fahrtgeschwindigkeitszustände reagieren. In iTrain wird jedoch ein eingeschränkter Weichenstatus tatsächlich verwendet, um einen Abzweigzustand, auch als FITER-Aspekt bezeichnet, auszulösen, wenn die Strecke sich gabelt. Alle Begleitmaterialien zu diesem Tutorial, einschließlich des Dokuments Regeln für iTrain-Signale, das eine Ergänzung zum iTrain-Benutzerhandbuch darstellt und Ihre wichtigste Referenz für diese Signaltutorials ist, sowie Kopien der in dieser Folge verwendeten Layout-Dateien sind über einen neuen Link auf der offiziellen iTrain-Website im Bereich Downloads in der Liste Handbücher verfügbar. Die Einrichtung von Mehrzwecksignalen in iTrain umfasst eine Reihe einfacher Schritte. Wir werden jeden einzelnen Schritt hervorheben und Tipps geben, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Schritt 1: Platzieren des Signals in einem Block. Beginnen Sie damit, Ihr Signal innerhalb eines Blocks auf dem Gleisbild zu positionieren. Hier verwenden wir eine modifizierte Version der iTrain-Demo-Layout-Datei, aus der alle Signale entfernt wurden. Sie ist im Download-Bereich verfügbar. Profi-Tipp: Wählen Sie in dieser Phase ein beliebiges Mehrzwecksignal aus, es dient nur als Platzhalter und kann später leicht ausgetauscht werden. Die Platzierungsregeln unterscheiden sich für Ein- und Mehrzwecksignale. Einzweckhaupt-, Vor- und Rangiersignale haben jeweils bestimmte Standorte,
wie in der letzten Folge gezeigt. Ein Mehrzwecksignal wird jedoch immer an derselben Stelle platziert, irgendwo am Ende des Blocks, und es ist nur eines pro Richtung und Block zulässig. Achten Sie darauf, dass es in Fahrtrichtung ausgerichtet ist. Beispielsweise funktionieren deutsche Signale von der rechten Seite der Gleise aus und britische Signale von der linken Seite. Sie können nun in jedem Block ein Signal platzieren, wenn Sie möchten. Diese werden immer an einer ähnlichen Stelle platziert, irgendwo in der Nähe des Blockendes. Fügen Sie bei Bedarf ein zweites Signal in bidirektionalen Blöcken hinzu und richten Sie es für jede Richtung aus. Ein Mehrzwecksignal kann alle drei Funktionen kombinieren, aber beachten Sie, dass seine Vorsignalfunktion immer für das Hauptsignal im vorausliegenden Block gilt, nicht für das Hauptsignal innerhalb desselben Blocks, wie bei dieser Einzweckkonfiguration. Für die letztgenannte Funktion ist ein separates Vorsignal erforderlich, sodass Mehrzweck- und Einzwecksignale, wie hier gezeigt, im selben Block nebeneinander existieren können. Schritt 2: Signaleigenschaften definieren. Doppelklicken Sie auf Ihr Mehrzwecksignal, um den Eigenschafteneditor zu öffnen. Geben Sie virtuellen Signalen einfach einen eindeutigen, kurzen Namen und optional eine längere Beschreibung. Belassen Sie die anderen Einstellungen vorerst auf Ihren Standardwerten, es sei denn, Sie haben einen bestimmten Grund, sie zu ändern. Profi-Tipp: Halten Sie die Namen kurz und prägnant und geben Sie einen Hinweis auf Ihren Standort. Kurze Namen lassen sich von Itrin schneller und effizienter verarbeiten und sind auch für Menschen leichter zu identifizieren. Lassen Sie längere Beschreibungen daher für das Beschreibungsfeld. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern, und überprüfen Sie dann, ob der Signalname in der Registerkarte Zubehör auf der linken Seite aufgeführt ist. Dadurch wird bestätigt, dass Itrin dieses Signal nun erkennt. Schritt 3: Gruppieren des Signals mit dem Block. Stellen Sie sicher, dass das Signal gemäß den Standardgruppierungsverfahren von Itrin korrekt mit seinem Block verknüpft ist. Tipp zur Fehlerbehebung: Wenn das Signal nicht auf Blockänderungen reagiert, überprüfen Sie, ob es richtig gruppiert und nicht versehentlich mit einem anderen Block verknüpft ist. Wenn Elemente in einem Block gruppiert sind, sollten nur die Gleisabschnitte orange sein, keine anderen Abschnitte. Schritt 4: Zuweisen von Signalen in den Blockeigenschaften. Öffnen Sie die Eigenschaften des Blocks, wählen Sie die entsprechende Richtungsregisterkarte und verwenden Sie die Funktion Automatisch ausfüllen, um Signale zuzuweisen. Ein Mehrzwecksignal wird nur im Feld Hauptsignal aufgeführt, auch wenn es auch Vor- oder Rangierfunktionen erfüllt. Signale mit einer einzigen Funktion werden, sofern vorhanden, in den entsprechenden Feldern aufgeführt. Tipp zur Fehlerbehebung: Wenn der Name des Signals nicht angezeigt wird, überprüfen Sie zunächst, ob Sie die richtige Richtungsregisterkarte ausgewählt haben, aktivieren Sie dann alle Anzeigen und prüfen Sie, ob der Name aufgeführt ist. Wenn es aufgeführt ist, bedeutet dies, dass es an anderer Stelle und nicht mit diesem Block verbunden ist. Überprüfen Sie daher die Gruppierung. Wiederholen Sie nun die Schritte 2 bis 4 für jedes der anderen Signale. Schritt 5: Einstellen der Streckenlogik zum Auslösen der erforderlichen Signalanzeigen. Hier geht es darum, wie die Geschwindigkeit und die Route eines automatisierten Zuges nicht durch die Signale, sondern durch die vorherrschenden Block- und Weichenbedingungen geregelt werden. Signale reagieren lediglich auf diese Bedingungen, sie legen sie nicht fest. Wie die Blöcke und Weichen die Strecke und Geschwindigkeit regeln, wurde in Video 5 ausführlich erklärt. Bitte sehen Sie sich diese Folge an. Unsere Aufgabe besteht nun darin, dieses Wissen zu nutzen, um die vor uns liegende Strecke zu analysieren und die Logik so einzustellen,
das Itrin anhand der Block- und Weichenbedingungen sowie der aktivierten Signalzustände die richtige Anzeige auswählt. Dieser Schritt ist entscheidend für einen realistischen Betrieb, unabhängig davon, ob Sie mit geschwindigkeitsbasierten oder streckenbasierten Systemen arbeiten. Um Ihr Verständnis zu festigen, haben wir modifizierte Demo-Layouts erstellt, die sowohl die deutsche geschwindigkeitsbasierte als auch die britische streckenbasierte Signalgebung in Aktion veranschaulichen. Diese Layouts können von der offiziellen Itreng-Website heruntergeladen werden und eignen sich perfekt zum Experimentieren. Deutsche geschwindigkeitsbasierte Signale. Hier werden die Signale durch die maximal sichere Geschwindigkeit entlang der Strecke bestimmt, insbesondere an Weichen. Beispielsweise kann die Hauptsignalfunktion eines Mehrzwecksignals je nach der vor Ihnen liegenden Strecke anhalten, mit maximaler Geschwindigkeit weiterfahren oder mit ermäßigter Geschwindigkeit weiterfahren anzeigen. Freie Fahrt wird nur angezeigt, wenn die Strecke in den nächsten Block keine Weichen enthält oder, falls doch, alle aktiven Zustände in der Strecke auf freie Fahrt gesetzt sind. Ein ermäßigter Aspekt, von dem es mehr als einen geben kann, wird nur angezeigt, wenn der Weg in den vorausliegenden Block Weichen enthält, von denen mindestens eine einen ermäßigten Zustand hat. Das Signal zeigt immer die niedrigste zulässige Geschwindigkeit auf der Strecke an. Um einen bestimmten Geschwindigkeitsaspekt anzuzeigen, muss eine Weiche irgendwo in ihrem Weg denselben ermäßigten numerischen Zustand aufweisen. Dies kann sogar auf der geraden Strecke sein. Aber auch hier muss es sich um die niedrigste zulässige Geschwindigkeit im Streckenabschnitt handeln. Weitere Informationen finden Sie in Video 5. Praktischer Tipp: Wenn Ihre Geschwindigkeitsanzeige nicht korrekt ist, überprüfen Sie die Weicheneinstellungen, um sicherzustellen, dass der erforderliche Geschwindigkeitszustand die niedrigste zulässige Geschwindigkeit für diese Strecke durch die Weichen ist und dass der Zustand in den Signaleigenschaften aktiviert ist. Britische streckenbasierte Signale. In diesen Systemen spiegelt die Signalanzeige die Streckenführung und nicht die Geschwindigkeit wider. Eine gerade oder gekrümmte Strecke, die nicht abzweigt, zeigt ein grünes, freies Signal, wenn die Weiterfahrt erlaubt ist, unabhängig vom Zustand der Weiche, ob Abzweigung oder Geradeausfahrt, freie Fahrt oder ermäßigt. Denn es gibt nur eine Wahlmöglichkeit für die weitere Strecke. Wo eine Strecke abzweigt, ist ein Weichen- oder Abzweigaspekt erforderlich. Wählen Sie daher ein Signal mit einem Abzweigaspekt aus und aktivieren Sie es. Um diesen Zustand auszulösen, muss sich im Fahrweg mindestens ein ermäßigter Weichenstatus befinden. Praktischer Tipp: Wenn der Abzweigaspekt nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Signaltyp zugewiesen und dessen Abzweigaspekt aktiviert haben. Stellen Sie auf dem abweichenden Weg durch die Weichen sicher, dass mindestens eine Weiche den erforderlichen ermäßigten Zustand hat. Hier verwende ich den geraden Weg, um die Abzweiganzeige auszulösen. Profi-Tipp: Wenn Sie ein Signal mit 2 oder mehr Abzweigaspekten haben, lesen Sie den Beitrag im Forum. Suchen Sie nach Signal with 2 or more feathers. Geschwindigkeits- und streckenbasierte Signale, die Ermäßigungs- oder Vorsignalaspekte haben,
einschließlich Vorankündigungsaspekte, werden einfach durch Aktivieren des entsprechenden Zustands oder der entsprechenden Zustände im Signal angezeigt. Es wird dann automatisch so konfiguriert, dass es den Zustand des vorausliegenden Hauptsignals widerspiegelt. Profi-Tipp: Um eine Ermäßigungs- oder Vorsignalstellung zu testen, aktivieren Sie immer eine Strecke. Ohne eine Strecke reagiert das Vorsignal nicht auf Änderungen im Hauptsignal, wenn sich eine Weiche zwischen den beiden Signalen befindet. Rangieraspekte werden, wenn sie aktiviert sind, nur während einer Rangierfahrt gezeigt, was durch die blau-grüne Farbe angezeigt wird. Die britischen Signale verfügen nicht über eine Rangierfunktion, daher muss ein separates Rangiersignal verwendet werden. Hier habe ich das Schweizer SBBL-Rangiersignal mit diesen beiden aktivierten Zuständen verwendet. Dadurch wird das echte britische Signal auf Ihrer Anlage mit roten und weißen Lichtern betrieben. In den Blockeigenschaften wird die Einfachfunktion Rangieren Ihrem Feld zugewiesen. Hier sehen Sie die Einrichtung mit deutschen Mehrzwecksignalen, bei denen der Rangierzustand aktiviert ist. In den Blockeigenschaften ist nur das Hauptsignalfeld zugewiesen. Testen der Signalfunktion. Die Grundfunktion eines Signals kann durch manuelles Ändern seines Zustands getestet werden. Für einen gründlichen Test sollten Sie jedoch eine automatisierte Route verwenden, insbesondere für Vor- und Abzweigsignale. Das manuelle Ändern des Signalzustands zum Testen während einer laufenden Route führt möglicherweise nicht zum erwarteten Ergebnis. Lassen Sie den Vorgang daher automatisch und ohne Eingriffe ablaufen. Wenn ein Signal während einer Route nicht wie erwartet funktioniert, überprüfen Sie, ob Ihre Logik die richtigen Routenbedingungen widerspiegelt, ob die entsprechenden Signalzustände aktiviert und nicht verwendete Zustände deaktiviert sind. Und denken Sie daran, dass Signale im vollständig manuellen Fahrmodus nicht automatisch funktionieren. In diesem Modus haben Sie die vollständige Kontrolle über die Position der Weichen, die Einstellung der Signale und die Steuerung der Zuggeschwindigkeit. Beachten Sie, dass ich das rote Signal vor mir passieren kann, da die Geschwindigkeit unverändert bleibt. Sie sind also allein für die Sicherheit des Zuges verantwortlich, indem Sie die Signale beachten, die Weichen rechtzeitig stellen, Kollisionen verhindern und den Zug sicher zum Halten bringen. Der halbautomatische Fahrmodus entspricht dem manuellen Modus, mit dem Unterschied, dass e-trien einen fahrenden Zug sicher zum Stillstand bringt, wenn er auf ein rotes Signal trifft. Beobachten Sie, wie e-trien einen fahrenden Zug sicher abbremst, um am roten Signal anzuhalten. Ansonsten haben Sie jedoch die Kontrolle über die Position der Weichen, den Zustand der Signale, die Vermeidung von Kollisionen und die Geschwindigkeit des Zuges, einschließlich des Anhaltens am Ziel. Es ist auch möglich, eine Sofortroute im manuellen oder halbautomatischen Modus zu fahren, indem Sie die Steuertaste gedrückt halten und dann per Drag and Drop ziehen, wodurch Sie zwischen beiden Modi wählen können. Die Route ist reserviert, die Weichen und Signale sind für Sie eingestellt, aber Sie kontrollieren weiterhin die Geschwindigkeit und müssen die Signale beachten. Im Automatikmodus übernimmt e-trien die Kontrolle über alles. Signale werden also nur dann automatisiert, wenn ein Zug auf einer automatisierten Strecke fährt. Bei virtuellen Signalen können Sie im Offline-Modus frei experimentieren. Dies ist eine sichere Methode, um Vertrauen aufzubauen, bevor Sie echte Hardware steuern. Jedes der hier gezeigten modifizierten Demo-Layouts,
das britische Layout mit streckenbasierten Signalen. Oder das deutsche Layout mit geschwindigkeitsbasierten Signalen, enthält Beispiele für Blöcke mit nicht abzweigenden, geraden und abzweigenden Strecken. Ein Block, in dem Signale mit einer einzigen Funktion und Signale mit mehreren Funktionen nebeneinander existieren. Und bidirektionale Blöcke, die alle verfügbaren Signalfunktionen nutzen. Wenn Sie diese Layout studieren, werden Sie sehen, wie ermäßigte und unbeschränkte Aspekte durch Weichenstellungen ausgelöst werden und wie Mehrzwecksignale je nach Zugroute sowohl Haupt- als auch Vorsignalfunktionen übernehmen können. Ein Mehrzwecksignal ist einfach zu installieren und zuzuweisen, da es immer an derselben Stelle innerhalb eines Blocks platziert und immer ausschließlich dem Hauptsignalfeld zugewiesen wird. Der knifflige Teil besteht darin, den Weg zu analysieren und die Streckenlogik richtig einzustellen, um die gewünschten Aspekte zu erzielen. Aber auch hier vermittelt Ihnen Video 5 die Fähigkeiten, die Sie dafür benötigen. Sie verfügen nun über das grundlegende Wissen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Mehrzwecksignale in Itrien einzurichten und Ihrer Modelleisenbahn mehr Realismus und Flexibilität zu verleihen. Laden Sie also die Demo-Dateien herunter, erkunden Sie, wie die Signale eingerichtet und konfiguriert sind, und verwenden Sie dann die leere Layout-Datei, um ein Signalsystem mit den Signalen aus der Region, die Sie modellieren, neu aufzubauen. Sie können sogar die fertigen Layout-Dateien nehmen und einfach jedes Signal durch ein entsprechendes aus Ihrer regionalen Gruppe ersetzen. Denken Sie daran, dass es normal ist, Fragen zu haben, insbesondere wenn Sie auf neue Szenarien stoßen. Weitere Hilfe finden Sie im itreng-Forum. Fügen Sie Ihrem Beitrag unbedingt Ihre .tcdz-Layout-Datei bei, damit andere Ihnen gezielte Unterstützung bieten können. Die Dateien im Download-Bereich der itreng-Website enthalten auch meine Notizen zur Konfiguration der einzelnen deutschen Signale sowie Hinweise zu deren Tests. Und denken Sie daran, wir lernen mehr, wenn etwas schief geht. Haben Sie also keine Angst vor Fehlern. Damit ist die erste Phase abgeschlossen, in der nur virtuelle Signale verwendet wurden. In der nächsten Folge werden wir entweder den Sprung zur Steuerung realer physischer Signale auf einer Anlage wagen oder es wird um die Veröffentlichung von Itrien 6 gehen, je nachdem, was zuerst eintritt. Bis dahin viel Spaß beim Experimentieren und bis bald.